Hallo und viele Grüße aus Bogota, Kolumbien. Ich bin gestern gelandet und bin für 24 Stunden in dieser krassen Stadt. Ich nehme euch mit. Diesmal keinen Vlog oder sowas, sondern wir drehen einen kleinen Test. Und zwar, ich habe das neue iPhone 15 Pro und ich werde mal die ProRes-Funktion ausprobieren und das Ganze in Log filmen. Mal schauen, was wir aus dem Handy so rausholen können. Ich glaube, Bogota ist perfekt für Streetfotografie. Deswegen würde ich sagen, wir gucken mal, was es hier so Schönes gibt. Ich nehme euch mit. Achso, und es ist übrigens November, deswegen gibt es natürlich auch ein kleines Bärchen. So Freunde, das war's auch schon wieder mit diesem kleinen Video aus Bogota. Ich hoffe, ich konnte euch schon ein bisschen mitnehmen auf eine kleine City-Tour. Und das Schöne am Handyfilmen ist auf jeden Fall, man fällt nicht so auf. Man geht durch als Tourist und kriegt dann auch vielleicht Bilder, die man so mit einer großen Kamera nicht bekommen würde. Deswegen bin ich großer Fan davon, aber es ersetzt natürlich nicht meine digitale Kamera. Da habe ich Linsen, da habe ich einen anderen Look, den kriege ich mit dem Handy natürlich so nicht hin. Aber für solche Geschichten perfekt und auch in Addition zu einem Job, wo ich zum Beispiel mit meiner großen Kamera filme und so ein bisschen B-Roll einfange mit dem Handy, das ist mega cool. Dann habe ich quasi das Footage auch in Log vorliegen, in demselben Format wie auch mein Footage von der großen Kamera und sogar ein ProRes. Das unterstützt auch den Postproduktionsworkflow und macht das alles zu einer runden Sache. Ob es jetzt das iPhone 15 sein muss oder ob es auch das Xperia sein kann, das könnt ihr gerne selber entscheiden. Checkt mal die beiden Videos aus, die ich mit dem Xperia gemacht habe. Und die hatten tatsächlich schon vor dem iPhone Log. Also von daher würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es so eine Neuerung ist. Was cool ist, ist die Blackmagic App. Die würde ich auf jeden Fall auch nutzen, weil damit habt ihr dann die Chance, das Footage nochmal zu komprimieren. Und ihr könnt auch das Ganze runtersetzen, ihr müsst es nicht in ProRes HQ filmen, sondern ihr könnt auch in ProRes LT oder sogar in ProRes Boxy filmen. Und ProRes LT zum Beispiel hat immer noch 300 Mbit bei 10 Bit und das ist ja schon fast so viel wie meine Alpha-Kamera. Also von daher, ich hoffe, das kleine Testvideo hat euch ein bisschen gefallen. Bogota, krasse Stadt und sehr fotogen. An dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wie lange der Bart noch dran bleibt. Der November hat noch ein paar Tage und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.